Also ich saß, als ich nach Köln kam, und das war der Grund, um nach Köln zu gehen, in der ersten Phase der Arbeit an dem, was später Farmanisco wurde. Und es gab dort eine Struktur, die ich unbedingt realisieren wollte, die sozusagen wiedergibt in 8 Schichten, was im Bewusstsein eines Menschen vorgeht, der im Begriff ist zu ertrinken, der sich aber schließlich tatsächlich ans Ufer retten kann. Und ich wusste, wie ich das auf Papier realisieren konnte, nämlich indem ich 8 Texte nebeneinander auf ein großes Leporello setzte. Nun, diese 8 Schichten sind aber synchron. Sie laufen synchron ab im Bewusstsein, da oben. Nicht? Und das kann man auf Papier nicht realisieren, denn egal wie dünn das Papier ist, man kann schon die 3. Schicht nicht mehr lesen. Wenn man es auf ganz dünnes Papier druckt und übereinander legt. Nicht? Also das geht nicht. Also gab es nur die Möglichkeit, diese Struktur mit Hilfe der Akustik zu realisieren. Und um das so korrekt machen zu können, wie ich das vorhatte, hatte ich eben einmal bei diesem ersten Besuch gefragt, ob es möglich sei, dass ich im Studio einige Experimente machen könnte. Ich hatte König gefragt, ob er mir behilflich sein würde, da hat er ja gesagt und einmal sagte er auch ja, sagte mir aber gleich, ich kann Ihnen aber nicht zahlen, denn Sie wollen ja kein elektronisches Stück realisieren. Und dann bin ich eben Anfang 57 nach Köln gekommen und habe 57, 58 mit König im Grunde nur an dieser einen Struktur gearbeitet. Dazu gehörten gewisse Experimente, um herauszufinden, wie die Einschwingvorgänge von bestimmten Konsonanten oder Vokalen ablaufen, denn darüber gab es keine Klarheit. Und das interessierte Meyer-Eppler auch sehr, deshalb kam er häufiger rüber. Und wir haben Experimente gemacht und das realisiert. Und schließlich waren wir so weit, dass wir diese Struktur 1.1 aufnehmen konnten. Und da nun ohnehin zu dem Buch Farmanisco eine Schallplatte notwendig war, entschloss ich mich dann, einige weitere Strukturen, die keine besonderen technischen Probleme boten, die nur interpretatorische Probleme mir bereiteten, auch aufzunehmen. Struktur heißt bei Farmanisco so viel wie Kapitel. Das Buch besteht aus 5 Hauptstrukturen, die haben römische Ziffern 1 bis 5 und die haben wiederum Unterstrukturen, die haben andere, also arabische Ziffern von 1 bis sowieso. Ich glaube 13 ist die höchste Zahl. Im Grunde jeder, der ins Studio eingeladen wurde, hat dort experimentiert. Zum Beispiel die Filtert, also die Geräuscherzeuger, nicht, benutzte und verschiedene andere Geräte, die dort zur Verfügung standen. Denn zunächst mal wusste ja keiner, was er dort eigentlich mit seinen musikalischen Ideen
umsetzen konnte. Also musste das alles erstmal in Erfahrung gebracht werden. Und sobald jemand das Gefühl hatte, sagen wir zum Beispiel Herbert Brunn oder Ligeti, sobald jemand von diesen Leuten das Gefühl hatte, er weiß jetzt, was er damit anfangen kann, hat er komponiert und dann nach dieser Komposition ein Stück mit Hilfe dieser Apparaturen realisiert. Stockhausen war in der Tat einer der ersten, aber er hat das Studio ja nicht begründet, das war Herbert Eimert. Und ich glaube auch, dass eins der ersten Stücke, die dort realisiert wurden, war ein Eimert-Stück. Und es gab noch andere Stücke von, ich weiß jetzt nicht wem, Holländern, Belgiern oder so, die auch vor Stockhausen schon da waren. Es kann auch sein, dass Königsklangfiguren schon vorher entstanden sind. Und Karl-Heinz hat dann eben dort auch ein Stück realisiert. Und dann interessierte ihn diese Verbindung mit Sprache. Das ist dann der Gesang der Jünglinge. Nicht? Um den zu realisieren, da das mehrkanalig gedacht war, wurde speziell von Siemens für ihn, für den BR, aber im Grunde für ihn, eine Vierkanalmaschine beschafft. Das war die erste Mehrkanalmaschine überhaupt in der Welt. So etwas gab es nicht. Gab ja auch noch kein Stereo oder so. Das war alles noch unbekannt. Gab auch noch keine kleinen Bandkassetten. Also, es war technisch alles noch etwas unvollkommen, aber diese Maschine wurde beschafft. Die wurde in einem besonderen Raum untergebracht und mit der hat Karl-Heinz dann, ich nehme an, mit Hilfe eines Technikers sein Gesang der Jünglinge realisiert. Vorher hatte er in Bonn ein Jahr mit Werner Meyer-Eppler Phonetik studiert. Genau. Im Januar 1959 war meine erste öffentliche Lesung aus dem Buch in der Galerie 22 bei Jean-Pierre Wilhelm in Düsseldorf. Und die heißt ja 22, weil sie im Haus Kaiserstraße 22 sich befand. Und damals trug das Buch noch einen anderen Namen. Es hieß nicht Farm Anisgau, also die Farmer vom Amigau und Ahnengau, sondern es hieß damals noch Imre Anisgau. Also dieser ungarische Name Imre steht für in Sachen, in res. Nach dieser Lesung da in Düsseldorf muss ich entschieden haben, das ist noch nicht der optimale Titel. Und dann entstand schließlich Farm Anisgau. Und das Buch ist ja nach meinen Schreibmaschinenvorlagen gedruckt worden. Und da damals die Farbbänder in den Schreibmaschinen noch nicht absolut einwandfreie Abdrücke von Buchstaben erzeugten, musste ich dann, das war irgendwann im Sommer oder Herbst 1959, mich nach Bergisch Gladbach in die Druckerei begeben und auf einem Lichttisch alle Buchstaben, die nicht einwandfrei lesbar waren, auskratzen oder sauber kratzen. Das tat meinen Augen gar nicht gut, aber das war notwendig.
Ich war bei allen Veranstaltungen und war Mitwirkender wahrscheinlich mindestens bei der Hälfte. Ich habe ja sogar in einer dieser Pike-Veranstaltungen mitgewirkt. Davon gibt es ein Foto, das hatte ich vergessen. Ja, welche? Naja, das muss diese Hommage an John Cage gewesen sein. Nicht? Und da gibt es ein Foto, das zeigt, ich sitze oben auf einer Trittleiter und lese von einer Küchenpapierrolle. Offenbar Auswendiges aus Farmanisco. Nicht, dass der Fotograf, der Lewe, hat mir das Foto gezeigt und mich daran erinnert. Nicht? Und er erinnerte sich auch noch an das, was ich da getan habe. Ich hatte das vergessen. Chochmetive Ejakulation, Wahrsein, besontements jelmamonek, Timopibis mit Kopenis Boisanalauk, Feurio, Spend Waterman, Muti, Pur mir, betamter Morbidon Penetron, half angry, aus, ja. Elzwitschern, non schoflich, unificari. Elen vertankt, con, zück, mormur. Und funkt den Raumcast on. Trivitirlige Zwiebeln. Katzen. Babadi, Yapadu, Papafti, Dwotze, Cook. Stredwiftis mir noch auf mitgeheben. Heft you not so? Aber Lähnchen mag, wat du willst. Denkst Michelchen Mixturum muss laufen. Mag schlafen, heißt die Bettchen Haremsfraue in Hydramaus. Harrenruh 6. Schlechter wandeln, gehen, Horen, Uhren, Flaschen, häkeln, Mündeln, aus das Haus will kein sein, kommt, drängt, drückt, treut oder scheut. Sie, Lenzio. Sie